Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Thema unserer heutigen Folge ist ja das politische Chaos im UK. Und die Frage, ist das Königreich als Standort überhaupt noch zu empfehlen für Unternehmer? Und auch wenn viele Unternehmer sich vielleicht nicht in erster Linie für Politik interessieren, aber letztendlich muss man ja als Geschäftsmann, als Unternehmer langfristige Entscheidungen treffen können. Und die macht eine langfristige, sichere Politik nun mal möglich. Und was da in letzter Zeit im UK abgegangen ist, das kennt man sonst eigentlich nur von Bananenrepubliken. Und Sebastian, du bist ja Experte für all das, was im Vereinigten Königreich so passiert. Und deswegen müssen wir heute über dieses Thema sprechen. Also Großbritannien wirkt, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, dieser Tage wie eine politische Bananenrepublik. Die regierende Tory-Partei steckt tief im Chaos. Erst tritt Boris Johnson als Premierminister des Landes zurück. Liz Truss wird seine Nachfolgerin, doch nach 44 Tagen Amtszeit ist auch dieses Kapitel wieder beendet. Und nachdem es kurz so aussah, als wolle Bojo wieder in die Downing Street einziehen, wird jetzt Rishi Sunak neuer Regierungschef. Für den Ex-Finanzminister haben sich nach Zählungen der BBC ja mehr als 140 Parlamentarier öffentlich ausgesprochen. Seine Konkurrentin, die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt, gab daraufhin bekannt, dass sie sich aus dem Rennen zurückzieht. Ja, damit blieb nur Sunak übrig, der folglich jetzt Parteichef und Premier wurde. Was bedeutet das aktuelle Chaos für ausländische Investoren, Unternehmer, Auswanderer, die sich für UK interessieren? Wird jetzt mit Rishi alles besser und ist UK als Standort überhaupt noch zu empfehlen? Zu der prekären Situation in UK und den Konsequenzen für Sie, liebe Zuschauer, Zuhörer, darüber wollen wir heute mit unserem UK-Experten Sebastian sprechen. Sebastian, ist den Briten noch zu helfen? Ja, gute Frage, auf die ich leider natürlich auch keine abschließende Antwort weiß. Ja, das Chaos der letzten Wochen und Monate ist dadurch zustande gekommen, dass Politiker ihre Ideologie hier vor alles stellen. Es sind halt oftmals Puristen, Brexit-Puristen zum Beispiel. Und im Grunde die Anforderungen des politischen Tageslebens und natürlich auch eines gewissen Pragmatismus, der ja erforderlich ist, um ein Land zu regieren, hinten anstellen. Und letztlich werden hier die Bedürfnisse des Staates und auch der Gesellschaft auf dem Altar der eigenen Ideologie geopfert. Zum Beispiel, was wird geopfert? Naja, nehmen wir zum Beispiel mal dieses sogenannte Mini-Budget, was ja eigentlich diese ganze Krise erstmal ausgelöst hat. Ja, also Liz Truss und ihr damaliger Chancellor als Finanzminister Kwasi Kwarteng haben ja sofort nach der Amtseinführung weitreichende Steuersenkungen verkündet. Ist ja eigentlich eine positive Sache, aber haben keinerlei Erklärungen geliefert, wie denn diese Steuersenkungen zu finanzieren sind. Es ging eben ihr letztlich nur darum, dass sie auf Teufel komm raus hier die Steuern senken wollte und als Steuersenkerin natürlich auch bei der Partei hier bekannt sein wollte. Aber eben die Details waren egal. Rationales Handeln, wie sowas finanziert wird, war egal. Und wer hätte es anders gedacht? Die Folge war Chaos an den Märkten. Absolut, natürlich ein völlig vermeidbares Problem. Es gibt ja zurzeit sehr viele Krisenherde und UK hat sich letztlich mit diesen Maßnahmen selbst zur Zielscheibe gemacht, sich eine Breitseite gegeben und ungewollt gigantische Aufmerksamkeit erregt. Es kam zu einem Run auf das Pfund und britische Staatsanleihen. Der Leitzins, sagte man, müsse bald auf 6% erhöht werden. Es war notwendig, dass die Bank of England hier eingreift. Bankrotte von Pensionsfonds standen unmittelbar bevor. Also die britische Notenbank hat eingegriffen und hat Staatsanleihen gekauft, womit sich die Sache dann kurzfristig auch wieder beruhigt hat. So, du bist da jetzt vor Ort.
Also wie ist das? Hat sich die Situation wirklich wieder beruhigt? Ja, also dank drastischer Schritte natürlich schon. Also wie gesagt, man ist dann komplett zurückgerudert. Ja, also ich meine, es hat ja auch der Internationale Währungsfonds, von dem man natürlich auch seine eigene Meinung haben kann. Ich bin auch nicht unbedingt einverstanden mit allem, was die sagen, hier dann auch die Regierung kritisiert. Es wurde letztlich dann die kompletten Steuersenkungen höchst peinlich wieder zurückgezogen. Der Finanzminister war in Washington und wurde letztlich auf dem Rückflug von Washington gefeuert. Aber es hat alles nichts genutzt. Kurze Zeit später musste dann selbst die Finanzministerin Liz Truss gehen. Die war völlig unfähig, vor allen Dingen nicht in der Lage zu kommunizieren, hat sich dann versteckt in ihrem Büro. Es hat sich nicht den Abgeordneten gestellt und den Medien. Es war also eine absolut unhaltbare Situation. Dank dieser drastischen Schritte, ja, kann man sagen, die Märkte haben sich wieder beruhigt. Interessant. Jetzt bleibt natürlich die Frage offen, wird jetzt mit Rishi Sunak alles besser? Sunak ist ein Pragmatiker. Er war ein ehemaliger Banker bei Goldman Sachs und er kommt zweifellos als sehr kompetent an bei den Bürgern und auch bei den Märkten. Er ist mit 42 Jahren der jüngste Premierminister seit über 200 Jahren. Er ist durchtrainiert, fit, er ist indischer Herkunft, macht einen sehr positiven Eindruck, kann gut kommunizieren. Also es ging tatsächlich am Montag, als Penny Mordaunt dann ihre eigene Kandidatur für den Parteivorsitz zurückzog, ein Seufzen durch das Land, auch durch die Medien, die jetzt nicht hier unbedingt die Konservativen zugeneigt waren, weil jeder erleichtert war, dass hier jetzt wieder mal ein Erwachsener wieder zum Premierminister ernannt wird und man dieses ganze Chaos jetzt hoffentlich hinter sich lassen kann. Viele Bürger sind natürlich auch dem Rishi Sunak gegenüber wohlwollend eingestellt, denn er hatte ja doch während Covid hier federführend die staatliche Hilfe konzipiert und organisiert. Man denke nur an die Kurzarbeitsregelung, sogenannte Furlough Scheme, was ja in Deutschland nichts Neues ist, was es aber in Großbritannien bis dato nicht gegeben hat. Wenn natürlich er auch möglicherweise das Schicksal der Konservativen hier nicht umkehren kann, die Konservativen retten kann, so muss man doch sagen, dass er deutlich kompetenter als Johnson oder Truss von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Jetzt ist ja so, dass in Großbritannien die Konservativen schon seit 12 Jahren am Regieren oder am Ruder sind. Und meine Frage an dich, ist das berechtigt oder nicht? Man sollte eigentlich diejenigen, die das Feuer legen, nachher nicht als Feuerwehr holen und sagen, jetzt löscht mal das Feuer. Wie siehst du das? Absolut so, ja, sehe ich natürlich auch. So diesen 12 Jahre an der Macht, da gehen einfach die Ideen und auch irgendwo das Personal dann mal irgendwann aus. Aber die Realität ist natürlich die, dass es ja in Großbritannien kein Verhältniswahlrecht gibt. Das heißt also, es gibt immer sehr starke Mehrheiten und dieses Mal gibt es im Parlament eine besonders starke Mehrheit von 80 Sitzen für die Konservativen. Neuwahlen stehen erst wieder in 2 Jahren an. Das heißt also, man kann nicht damit rechnen, dass es jetzt zu Neuwahlen tatsächlich kommt. Trotz des Chaos ist die parlamentarische Mehrheit sehr stabil und es wäre also nur vorstellbar, dass zu Neuwahlen kommt, dass sich Konservative gegen die eigene Partei stellen, was es praktisch noch nie gegeben hat. Also deswegen, man kann davon ausgehen, dass sie noch 2 Jahre an der Macht sind und in dieser Zeit kann natürlich sehr viel passieren, insbesondere natürlich, weil die Welt ja um uns herum sehr dynamisch ist, sage ich mal so momentan. Letztendlich, wie siehst du das aber persönlich jetzt? Also wie ist deine Einschätzung zu Sunak? Unsere Zuschauer und Zuhörer sind ja in erster Linie Unternehmer, Investoren. Und wie ich eingangs schon sagte, Unternehmer, Investoren suchen nach langfristiger Sicherheit. Also traust du das dem Herrn Sunak zu, das zu bieten? Also meine Einschätzung ist, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in der Welt ein Goldman Sachs Banker sicherlich keine schlechte Wahl ist als ein Regierungschef. Jemand, der also versteht zu kommunizieren, der diplomatisch ist, der also hier auch gut verhandeln kann, ganz klar. Ich denke, das sind sehr nützliche Skills und jetzt für den Moment sicherlich eine solche Person wie der Rishi Sunak hier absolut eine gute Wahl sind, ja.
Ja, letztendlich bist du aber kein Befürworter von tieferen Steuern? Doch, ich bin schon ein Befürworter natürlich von tieferen Steuern. Und ich fand eigentlich auch die steuerlichen Maßnahmen, die in diesem Mini-Budget verkündet wurden, eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Aber man muss halt sagen, erstens, es muss alles seine richtige Zeit haben. Wenn wir zum Beispiel mal an eine andere berühmte Premierministerin denken, die ich ja auch sehr schätze, Maggie Thatcher, die hat ja auch sehr radikale Steuersenkungen und andere Änderungen in der Gesellschaft, in der Politik hervorgeführt. Aber die hat erst mal ein Jahr lang nichts gemacht. Oder so sah es zumindest aus. Die hat erst mal ein Jahr sich alles angeschaut, alles verstanden, entsprechende Konzepte entworfen. Und erst als sie sich sicher war, wie das alles zu finanzieren ist, wie das genau zu funktionieren hat, als es im Detail geplant war, dann hat sie letztlich konkret diese Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt und die dann auch umgesetzt. Also ich bin absolut für Steuersenkungen, aber unsere Mandanten zieht es nicht primär den UK wegen niedrigen Steuern, sondern im Grunde genommen, weil der UK als großes Land in der EU beziehungsweise als bevölkerungsreiches Land in der EU und als sehr weit entwickelte, gut funktionierende Marktwirtschaft natürlich eine stabile Plattform ist für internationale Firmen, Holdinggesellschaften, Investmentvehikel und so weiter und so fort. London ist grundsätzlich die Finanzhauptstadt Europas, um nicht zu sagen der Welt. Also das ist ein guter Platz, ein guter Ort, Business zu machen und das ist unseren Mandanten wichtig. Die wissen sowieso, dass UK jetzt nicht ein wahnsinnig steuergünstiges Land ist. Nehmen wir mal jetzt lassen wir Dinge wie jetzt zum Beispiel den Non-Dom-Status außen vor. Aber Stabilität ist definitiv das Wichtigste, gemeinsam mit Reputation. Dann vielleicht noch ein Schlusswort. Also Mandanten, Interessenten, die jetzt gerade dabei sind, sich vielleicht in Richtung UK auszustrecken, Pläne haben. Deine Empfehlung, keep cool. Ja, genau. Absolut. Keep cool ist genau dieses Ding. Wie gesagt, also ich würde sagen, man muss ja sagen, das ist die älteste Demokratie der Welt. Ja, man muss auch sagen, dass die Leute trotz allem relativ relaxed sind. Die verlieren jetzt nicht den Verstand, nur weil es nochmal so in Anführungszeichen ein bisschen politisches Chaos gibt. Das gab es auch schon mal davor hier. Ja, also das heißt, cool bleiben. Ich hab Vertrauen in die britische Demokratie und ich habe Vertrauen, dass sie das Ganze kurzfristig stabilisiert. Natürlich darf man die Herausforderungen jetzt hier nicht unterschätzen, denen das Land gegenübersteht, ganz klar. Was viele andere Länder natürlich auch momentan hier beobachten, was weiß ich, Inflation, Energiekrise, Sicherheit und diese ganzen Themen. Das gibt es natürlich in UK alles auch. Aber so langfristig sind die Prognosen, glaube ich, nicht schlecht. Und wer hier zum Beispiel eine Gesellschaft gründet, dem können diese ganzen politischen Dramen dort relativ egal sein. Der ist davon nicht tangiert. Oder wer hier Waren in UK schickt, der wird davon nicht groß tangiert sein. Ja, also deswegen, ich glaube natürlich an den Standort und ich würde sagen, Augen zu und durch und jetzt einfach mal weitermachen. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Super, danke dir.